Mit der Synchronisationssoftware OneDrive könnt ihr Cloud-Daten von Microsoft auf euren lokalen Rechner runterladen und synchronisieren, sodass ihr sie unterwegs mit dabei haben könnt. Diese Software ist aber auch dafür zuständig, dass die automatische Sicherung von Office-Dokumenten im Hintergrund funktioniert. Wie? Das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Heute geht es darum, wie ihr mit OneDrive Daten aus der Microsoft Cloud synchronisieren könnt. Auf einem Windows-Rechner wie der, den ich hier habe, habt ihr OneDrive normalerweise schon vorinstalliert. Ihr seht, das ist hier mit drauf, eine App, und wenn man in der Taskleiste mal schaut bei den Symbolen, dann sieht man da auch schon die Wolke von OneDrive, aber man ist noch nicht angemeldet. Ich mache das gleich, vorher möchte ich euch noch was zeigen. Und zwar habe ich mich mal hier bei Microsoft 365 in der Cloud angemeldet. Also Voraussetzung ist, dass ihr dort ein Abonnement habt. Das geht mit der kostenfreien Version nicht. Und dann habt ihr ja hier euren Cloud-Speicher OneDrive, also euer persönlichen Daten in der Microsoft Cloud. Das ist etwas, was ihr synchronisieren könnt. Ihr könnt aber auch von SharePoint, genau genommen von einer SharePoint-Site, ich nehme mal hier die für die Videoerstellung, von so einer SharePoint-Site könnt ihr eine Dokumentbibliothek, das kann eine geben, es kann aber auch mehrere auf so einem SharePoint-Server geben. So eine Dokumentbibliothek könnt ihr auch synchronisieren bzw. verknüpfen, da werden wir gleich nochmal genauer drauf schauen, was wir da machen. Also es geht um die Synchronisation dieser Dokumente, die hier in OneDrive oder auch auf einem SharePoint-Server in einer SharePoint-Website liegen, und zwar mit der lokalen App OneDrive. Das ist, finde ich, manchmal sprachlich ein bisschen unpraktisch, dass sowohl die Synchronisationssoftware OneDrive heißt, als auch der Cloud-Speicher, der persönliche. Aber es ist eben so. Dann starte ich mal hier OneDrive und das erste, was ich machen muss, ist, dass ich mich an der Microsoft Cloud anmelden muss. So, dann klicke ich also auf Anmelden. Und jetzt muss ich natürlich noch mein Passwort eingeben. Und dann melde ich mich hier bei Office 365 in der Cloud an. Und jetzt werden verschiedene Dinge abgefragt. Das erste ist, wo möchte ich diese Synchronisation speichern auf meinem lokalen Rechner? Und da wird als Standard vorgeschlagen hier die Festplatte C und dort ein Ordner Users. Das sind die sogenannten User-Profile drin und dort der Name meines Accounts. Und dann OneDrive-Arno Burger. Das ist der Standard. Und wenn ihr das da ablegt, dann funktioniert auch der Index, also die Suche mit diesen Daten. Aber es kann sein, dass eure Systemfestplatte C unter Umständen zu klein ist, gerade wenn ihr viele Daten synchronisieren wollt. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, den Speicherort zu ändern, bevor ihr diese Synchronisation startet. Dann gehe ich mal auf Weiter. Ich lasse den Standard. Gehe auf Weiter. Und jetzt kann ich noch entscheiden, ob ich die Daten, die ich hier auf dem Desktop liegen habe, die in meinem Ordner Dokumente und in meinem Ordner Bilder sind, ob ich die auch sichern, also synchronisieren möchte. Und in diesem Fall, das ist ein neu aufgesetzter Rechner, ist da noch gar nichts da. Wenn ihr da aber schon viel abgelegt hättet, dann würde das jetzt in die Cloud synchronisiert werden. Ich lasse das mal so eingestellt, ich klicke auf Fortfahren. Und jetzt werden diese Daten übertragen, und wenn ich in Zukunft hier etwas auf dem Desktop abspeichern sollte, dann landet das direkt in der Cloud, in meinem OneDrive in der Cloud. So, dann gehe ich mal hier auf Weiter. Da wird noch ein bisschen was erklärt. Ihr seht hier auch schon die verschiedenen Symbole, auf die werde ich nachher nochmal genauer eingehen, wie man auch zu denen kommt. Also es gibt die Möglichkeit, dass Dokumente nur online liegen. Das heißt, wenn ich dies erste Mal aufrufen, muss ich tatsächlich online sein, oder Dokumente, die auf diesem Gerät liegen, oder auch ganze Bereiche, die immer verfügbar sind. Das wäre dann so, wenn dort jemand was reinlegt oder ihr unterwegs, nicht unterwegs, sondern wenn ihr an eurem Arbeitsplatz da was reinlegt, dann wird das sofort auch synchronisiert. Dann gehen wir auf Weiter. Ich kann jetzt noch die mobile App abrufen. Das mache ich im Moment nicht. Da gehe ich auf Später. Und jetzt, damit ich auch gleich sehe, wo das eigentlich ist, gehe ich mal auf meinen OneDrive-Ordner öffnen und dann lande ich im Windows Explorer. Bin jetzt bei OneDrive angemeldet.
Wir sehen hier rechts unten in der Taskleiste auch, dass OneDrive jetzt aktuell ist und die Wolke auch entsprechend blau und nicht mehr durchgestrichen. Und ich sehe jetzt hier auf meinem Rechner, wenn ich mir das genauer anschaue, dann sehe ich jetzt hier plötzlich 2 OneDrive. Finde ich auch ein bisschen irritierend. Das OneDrive, das ich jetzt nutze, also die Synchronisationssoftware mit meinem OneDrive in der Cloud, das ist dieses OneDrive Arno Burger. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, hier die verschiedenen Dateien, Aufnahmen, meine Notizbücher, Microsoft Teams Chat, dann so ein paar Notizbücher, Übungstext. Und jetzt wechseln wir mal hier in meine Dateien in der Microsoft Cloud, dann sind das diese Dateien. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier schaue, OneNote-Struktur verstehen ist ein OneNote-Notizbuch und das sehe ich jetzt hier in OneDrive auch als OneNote-Struktur besser verstehen und könnte das von hier aus auch starten. Also damit habe ich jetzt praktisch festgelegt, dass die Daten, die ich in OneDrive in der Cloud habe, auf diesen Rechner synchronisiert werden und wenn ich hier eine Datei reinlege, dann wird die auch gleich in die Cloud hochgeladen. Und das mache ich jetzt mal. Ich lege mal hier eine neue Datei an, also eine Word-Datei zum Beispiel und die nenne ich Hallo, drücke die Enter-Taste und jetzt kann man hier unten manchmal noch sehen, dass das synchronisiert wird. Ihr seht, das ist schon passiert, da ist schon ein grünes Häkchen dran. Wenn ich hier unten auf das Wolkensymbol mit der linken Maustaste klicke, dann sehe ich auch diese Datei Hallo docx, die ist umbenannt worden. Vor 13 Sekunden ist die hochgeladen worden als Microsoft Word-Dokument und dann eben umbenannt worden und das wird hier dann alles nachvollzogen. Und je schneller eure Internetverbindung ist, desto schneller sind natürlich die Daten hier auch synchronisiert. Wir sehen also, dass zum Beispiel die Aufnahmen hier oder die Bilder, die sind noch nicht lokal auf diesem Rechner verfügbar. Ich klicke mal da in die Aufnahmen rein. Ne? Da ist also ein Bild, ein Video und dieses Video ist noch nicht auf diesem Rechner, sondern das sehe ich an der Wolke, ist noch nur in der Cloud. Aber ich könnte es hier aufrufen. Andere sind schon heruntergeladen und dann sieht man auch noch an diesem kleinen Manschgal hier, dass diese Datei, dieses OneNote-Notizbuch in diesem Fall, dass das freigegeben ist und da jemand anders auch Zugriff drauf hat. Ich finde auch ganz gut hier unten in der Taskleiste, da sehe ich noch eine Information. Da wird nämlich eigentlich dieses Symbol besser erklärt. Da steht verfügbar, wenn online. Und jetzt nehme ich mal hier diese Microsoft Teams Chat-Dateien. Da steht auch verfügbar, wenn online. Und wenn ich hier jetzt einen Rechtsklick mache, dann habe ich einen kleinen Bereich mit Befehlen, die gehören jetzt alle zu OneDrive, also zu der Synchronisationssoftware. Und da gibt es einmal die Möglichkeit, dass man Dinge online anzeigt, aber ich kann hier auch sagen, immer auf diesem Gerät beibehalten. Und dann ändert sich die Wolke, die leere Wolke, die sagt, dass es nur online verfügbar ist. Das wird jetzt runtergeladen. Hier unten seht ihr Synchronisation ausstehend und dann immer auf diesem Gerät verfügbar. Also hier wird euch immer angezeigt, was gerade passiert bzw. in welchem Zustand diese Datei ist. So, dann schauen wir uns mal an, wie das mit dem automatischen Speichern in Word ist. Ich rufe dazu mal Word auf und mache ein leeres Dokument. Und dieses leere Dokument speichere ich mit Datei Speichern unter. Zunächst mal hier auf dem lokalen PC. Das machen wir normalerweise nicht, aber das wäre denkbar und das wäre jetzt meine Datei Beispiel, die speichere ich ab und dann seht ihr, die ist auf diesem PC gespeichert und wenn ich jetzt das automatisch Speichern einschalten will, dann sagt er, dafür muss ich mich erst anmelden. Daran seht ihr die Anmeldung in OneDrive und die Anmeldung mit Office-Programmen wie Word, die sind unabhängig voneinander. Das hat gewisse Vor-, aber auch Nachteile. Ich muss mich also jetzt hier erstmal anmelden. Ich mache das mal und dann gebe ich noch mein Passwort ein und melde mich an und lasse dieses Gerät in diesem Fall auch durch meine Organisation verwalten. Das wäre nicht notwendig, damit die Synchronisation auch funktioniert. So,
Und jetzt heißt es, laden Sie die Datei einfach hoch. Ja, also wenn ich jetzt hier OneDrive Arno Burger auswähle, dann wird die Datei hochgeladen. Also sie wird nicht da gespeichert, wo ich sie gerade gespeichert hatte. Ihr seht es, hier steht auch gespeichert. Hier steht nicht mehr lokal auf dem PC gespeichert. Das heißt, die automatische Speicherung hängt immer mit der Ablage in der Cloud zusammen. Schauen wir uns mal an, wo das jetzt ist. Und zwar schaue ich mal hier im Dateisystem. Und wie hatte ich die Datei genannt? Ich habe sie Beispiel genannt. Ihr seht, die ist jetzt hier abgelegt, die wird hier synchronisiert und die erscheint dann jetzt hier auch in der Microsoft Cloud, wo ich die abgelegt habe. Also automatisch speichern geht nur mit Dateien, die ihr in OneDrive in der Cloud oder in SharePoint in der Cloud abgelegt habt und nur, wenn eure Synchronisationssoftware OneDrive auch entsprechend läuft. So, dann wollen wir uns mal anschauen, wie ihr jetzt die Daten, die ihr hier in der Dokumentbibliothek auf SharePoint habt, wie ihr die auch in OneDrive in der Cloud und damit dann auch in OneDrive hier lokal auf dem Rechner zur Verfügung haben könnt. Und zwar startet ihr in der Dokumentbibliothek auf dem SharePoint-Server, wählt dann für die Ordnerstruktur, die ihr haben wollt, den Befehl Verknüpfung zu OneDrive hinzufügen. Seht, das ist jetzt passiert. In der Cloud in OneDrive sehen wir dann, hier sehen wir es noch nicht, ich aktualisiere mal, sehen wir dann diese Dokumentbibliothek als Dokumente-Videoerstellung. Da ist vorne so eine kleine Verkettung dran. Und das ist jetzt also, ich klicke mal drauf, die Dokumentbibliothek auf dem SharePoint-Server. Das ist praktisch genau dieser Inhalt hier, jetzt hier innerhalb von OneDrive sichtbar. Und dadurch, dass ihr das hier einklinkt, seht ihr das jetzt auch lokal hier auf dem Rechner. Das dauert manchmal ein bisschen, bis das sichtbar wird. Ihr seht es dann hier als Eintrag eben Dokumente, Videoerstellung und dann auch mit diesem Kettensymbol. Während das ein bisschen dauert, bis das sichtbar wird, erkläre ich euch noch den zweiten Weg. Ich springe damit nochmal zurück. Und zwar habe ich die Möglichkeit, eine Dokumentbibliothek oder auch eine Struktur innerhalb einer Dokumentbibliothek auch zu synchronisieren. Damit wird außerhalb von OneDrive auf dem Rechner lokal ein eigener Bereich aufgemacht. Das kann man aber nicht für eine Dokumentbibliothek in SharePoint auf beiden Wegen machen. Deshalb wechsle ich jetzt mal in eine andere SharePoint-Bibliothek. Ich nehme mal hier die Bibliothek Einführung des neuen LMS und wähle mal hier den Befehl Synchronisieren. Ihr seht, die Website versucht OneDrive zu öffnen, sage ich ja, das ist in Ordnung. Jetzt wird die Synchronisationssoftware OneDrive gestartet. Man sieht jetzt hier auch, dass die zu synchronisieren beginnt, alles Mögliche. Schauen wir uns gleich noch genauer an. Und wenn wir jetzt auf den lokalen Rechner gucken und uns hier mal die Struktur an diesem Rechner anschauen, im Windows Explorer, dann seht ihr, jetzt gibt es zusätzlich zu meiner OneDrive-Wolke hier so ein Gebäude, das wäre sozusagen jetzt die Organisation Arno Burger. Und in diesem Gebäude sehen wir jetzt Einführung des neuen LMS, das war meine SharePoint-Website und dort die Dokumente. Also es gibt zwei Möglichkeiten einzubinden. Ihr seht, jetzt ist es hier auch da, Dokumente, Videoerstellung. Das sind jetzt die SharePoint-Daten von der Team-Website Videoerstellung und hier Arno Burger Einführung LMS-Dokumente sind die synchronisierten Daten. Was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist, wenn ihr diese Variante wählt, dann seht ihr das als eigenes Gebäude und wenn ihr jetzt weitere Team-Website-Dokumentbibliotheken hier synchronisieren würdet, würden die hier drunter kommen. Und hier ist es eben in OneDrive eingebunden. Und das heißt, wenn ihr jetzt an den anderen Rechner geht, ihr startet dort OneDrive, meldet euch an, dann habt ihr das hier schon alles dabei, inklusive der Verknüpfung zu
den SharePoint-Daten und das müsst ihr jedes Mal wieder neu machen. Das heißt, ihr müsst euch bei office.com anmelden, SharePoint aufrufen, in die Dokumentbibliothek gehen und dann dort auf Synchronisieren klicken. So, dann wollen wir uns mal anschauen, wie ihr jetzt zu den Einstellungen kommt. Bei der Variante OneDrive mit der eingeklinkten SharePoint-Bibliothek ist es ein Rechtsklick auf den obersten Ordner sozusagen, OneDrive Arno Burger, und dann findet ihr hier ein paar Punkte zum OneDrive-Menü, unter anderem die Einstellungen. Bei der Variante direkte Synchronisation der SharePoint-Dokumentbibliothek findet ihr dieses Menü nicht über einen Rechtsklick auf den übergeordneten Ordner, sondern ihr müsst auf eine der synchronisierten Bibliotheken den Rechtsklick machen und dann findet ihr hier dieses Menü. Es ist an sich das gleiche, ihr findet es nur ein bisschen an einer anderen Stelle. Und wenn ihr die Einstellungen aufruft, dann sind es die gleichen Einstellungen und die gleichen Speicherorte, nämlich OneDrive Arno Burger, Einführung des neuen LMS, genauso wie wenn ihr das an dieser Stelle macht. Es gibt noch einen dritten Weg für die Einstellungen, nämlich hier rechts unten auf die Wolke, ein Linksklick, dann Hilfe und Einstellungen und dort findet ihr dann hier die Einstellungen. Das ist auch dasselbe. Und was kann man jetzt hier machen? Das Wichtigste ist erstmal, ihr habt hier die Möglichkeit, Einführung des neuen LMS, Dokumente, Ordner auszuwählen und könnt hier sagen, welche Ordner ihr synchronisieren wollt, sodass die dann eben auch entsprechend auf euren Rechner runtergeladen werden. So, ich hoffe, ich konnte euch die Zusammenhänge von OneDrive als Synchronisationssoftware und OneDrive als Cloud-Speicher bzw. SharePoint als Cloud-Speicher und wie man hier synchronisiert und auch automatisch im Hintergrund sichert, gut zeigen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch und vor allem, es gibt natürlich eine ganze Menge Fragen rund um OneDrive, gerade was dann konkrete Synchronisierungsfälle angeht. Schreibt mir doch gerne eure Fragen unten in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich beantworte die meistens innerhalb von ein paar Tagen. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.